So, da sind wir wieder und herzlich willkommen, Leute, zu einer neuen AKF. Wir gehen heute der Frage nach, wie weit sind wir nun mit der Gerste? Wann geht's denn endlich los? Wann wird denn endlich gedroschen? Hannes, wann ist es denn endlich soweit? Schreiben mir jetzt schon viele mal bei Instagram. Und auch in den Livestreams wird viel danach gefragt und dann gucken wir uns das Ganze hier mal an. Wir haben hier interessanterweise 2 Sorten auf einem Stück. Und das ist eigentlich ganz interessant. Wir haben hier auf der Seite, heißt die Sorte Picasso. Und auf dieser Seite haben wir Winnie. Ja, gut, wir kommen später zu meiner Beobachtung. Das ist schon ein deutlicher Unterschied in der Reifezeit. Also genau hier ist die Grenze, wie ihr seht. Das ist der eine Kandidat. Ja. So sieht der jetzt aus. Ende Teigreife, kann man noch rausdrücken. Das hier ist der andere Kandidat. Kann man nichts mehr rausdrücken, aber auch noch ein bisschen grünlich, wie ihr seht. Jetzt habe ich folgende Beobachtung gemacht. Dieser hier ist eine ähnliche Sandkuppe wie da, wo die ist viel krasser. Folgende Beobachtung gemacht. Dieser hier ist ist später und dieser hier konnte ein bisschen besser das Frühjahrswasser nutzen. Ja, also dieser war früh in der Blüte und hat früh Kornfüllung gemacht. Jetzt ist aber die Frage, ob uns das dieses Jahr weitergebracht hat oder nicht. Wenn ich jetzt hier auf den Sandberg gucke, dann sind die Körner schon sehr, sehr klein hier oben. Wie ihr das seht, also es ist fast nur Stroh, wenig Masse. Da wird das Hektoliter nicht passen. Also da werden wir Abzüge bekommen, da werden wir keine gute Qualität hier schaffen. Definitiv nicht. Kleine Körner, gut, wir sind ja auf dem Sand, da vorne wird es besser. Was man aber sieht, da vorne ist so ein grünes Nest, da schimmert der noch grün und da nachher wird er auch noch deutlich grüner. Wenn man jetzt hier auf der Seite Winnie sieht, Winnie hat natürlich noch die Grannen richtig weit oben. Also die Grannen oben wird man nicht loben. Ansonsten steht sie ja gut, muss man ehrlich sagen. Wir haben jetzt hier die Fahrgasse, die ist jetzt auch wieder ein bisschen grüner wieder geworden durch den Regen. In der Regel ist das eigentlich kein Problem beim Dreschen. Das zieht uns den Schnitt nicht mit runter. Und auch der ist jetzt so Ende Mitte Teigreife. Also das passt meistens so ähnlich mit der Abreife. Ja, man kann in manchen Jahren so ein bisschen die grünen Fahrgassen haben, manchmal nicht. Aber in der meisten Zeit ist es jetzt nicht das Problem, sodass es in Bestand nachher beim Dreschen untergeht. Und mit der Feuchtigkeit ist das auch kein Problem. Was ich euch noch zeigen wollte, der Punkt ist, wo ich der Meinung bin, aber das müssen wir wirklich beim Drescher sehen. Wir haben ja hier den Picasso, der relativ früh ja im Prinzip anfängt Korn zu füllen. Und dann haben wir auf dieser Seite Winnie. Und Winnie, habe ich das Gefühl, dem ist genau zur wichtigen Zeit das Wasser ausgegangen. Was man ja auch sieht, es kommen hier schon schwärze Pilze, weil das auch schon ewig abgestorben ist. Also wenn wir uns die hier angucken, guck mal, da ist gar nichts drin. Das ist so ein ganz kleines Korn hier. Also das ist notreif, wie man ja so gerne sagt. Also hier ein paar Körner, aber nichts Dickes. Und in diesen Kuppen ist es natürlich nahezu ein Ausfall. Also da gibt es dann 2-3 Tonnen Schmachtkorn und wir müssen dann den Ertrag aus diesen ganzen Senken, aus dem Durchschnitt ziehen. Aber wenn wir auf diesen Kuppen 2-3 Tonnen ernten, dann können wir auch da 10 Tonnen ernten. Da wird es keinen guten Durchschnitt geben, dann sind wir meistens nur bei 5 Tonnen. Also ich lege mich fest, 5-6 Tonnen, mehr wird's dies Jahr nichts mit der Gerste maximal. Alles andere wird mich schon krass überraschen. Ich meine, da wo Wasser war, wo die Böden ein bisschen besser Wasser halten, sehen die Bestände schon gut aus, keine Frage. Da sieht die Gerste gut aus, da sieht der Weizen gut aus. Der Raps sieht alles gut aus, ja, aber da wo kein Wasser mehr da ist, man sieht das auch so ein bisschen unterschiedlich schon am Abreifen. Ne? Hier vorne, wo die Köpfe schon döller hängen und da wo sie noch ein bisschen weiter nach oben stehen, sieht es natürlich besser aus. Auf der anderen Seite, Winnie konnte jetzt wahrscheinlich noch was mit dem Regen machen. Ja, da ist noch ein bisschen grün und viele fragen immer, ja, bringt das denn jetzt noch was mit dem Regen? Ja, definitiv. Solange an der Pflanze Grünbestandteile dran sind, bringt Regen immer was. Da wird Photosynthese, da wird noch aktiv eingelagert. Da ist ja erst Teigreife. Das heißt, da wird ja trotzdem noch weiterhin eingelagert. Da geht noch ein bisschen Ertrag mehr. Wichtig ist, das Wasser hätte vielleicht 2-3 Wochen früher kommen müssen. Aber wenigstens haben wir jetzt was bekommen, sodass die Sommerkulturen, eine Mais, Sonnenblume jetzt da aktiv von profitieren. Auch die Erbsen, die wir uns in der nächsten AKF angucken, sehen eigentlich ganz gut aus. Die konnten das Wasser bis jetzt nutzen. Die hatten eigentlich noch gar keinen Mangel, weil die halt aus dem Bodenvorrat gezogen haben. Aber Winterkulturen, die haben natürlich einen sehr, sehr hohen Verbrauch. Und da wollte ich sagen, für alle die das mit dem Wasserverbrauch mal interessieren, da könnt ihr mal den aktuellen Podcast reinhören bei
Mir und Jan, Feldgeflüster, da haben wir das in den letzten 2 Folgen sehr gut erörtert, wie viel Wasser denn die Pflanzen brauchen während der Vegetation und wann das Ganze am wichtigsten ist. Schaut da einfach mal rein oder hört da einfach mal ganz rein. Und passend dazu, wo wir gerade beim Thema sind, passend dazu haben wir jetzt auch ab heute ist Freitag, der 23. Juni, passend dazu haben wir heute auch Merch released vom Feldgeflüster, haben viele nachgefragt, könnt ihr jetzt kaufen. Link wie immer landwirt-in-mv.de. Hol Luft, Meister. Ich muss euch sagen, ich war gestern den Mähdrescher noch mal waschen. Jetzt sieht er halt aus wie neu, wie geleckt. Jetzt kann es losgehen. Und dann wird man auch so ein bisschen hibbelig. Also habe ich so gemerkt, oh doch, jetzt dreschen. Langsam geht's los. Da die Gerste da hinten, die braucht auf jeden Fall noch 2 Wochen. Picasso, vielleicht 7 Tage, wenn es warm ist. Aber meinetwegen soll es so sein. Dann ernten wir halt ein bisschen später, solange haben wir noch Kornfüllung. Dann nehmen wir das halt mit. Jetzt zeige ich euch mal den Weizen. Witzigerweise habe ich ja im letzten AKF, die ist ungefähr einen Monat her, habe ich ja Titel schon wieder Dürre aufgenommen. Und dann hieß es, ich soll mal nicht von Dürre reden, nur weil die Pflanzen mal ein bisschen trockener werden. Ja Leute, ich will sagen, also das würde ich sagen, hier ist mein schlechtester Weizen. Wir haben hier wirklich sehr, sehr sandigen Boden. Und wie man hier auch sieht, hier kommt der Regen natürlich zu spät. Sicherlich, die hier haben noch Kornfüllungsphase und hier könnte noch was gehen. Ja, die sehen auch gar nicht so klein aus hier, die Körner. Aber hier unten, mit dem geht nichts mehr. Ja, auch selbst wenn er jetzt die Ähre da rausschieben wird, der hat halt ja kaum noch Blätter, um Photosynthese zu betreiben. Vielleicht unten da eine Ähre. Die Frage ist, wie viel kann er jetzt, die Ähren sind ja noch grün. Die Frage ist, wie viel kann er jetzt noch mit den Ähren kompensieren? Was schafft er da noch? Also wie gesagt, das ist so ziemlich mein schlimmster Acker, aber überall auf den Sandkuppen sehen die Brandstellen so aus. Ich zeige euch einfach beide Varianten. Also ich zeige euch jetzt mal diese Variante und auf der anderen Straßenseite ist die Direktsaat. Ihr müsst aber auch sehen, da wird der Acker besser und dann werden auch die Weizenpflanzen wieder besser. Ja, verrückterweise ist, hier stechen immer einige heraus, die anscheinend die Dürre besser überlebt haben. Verrückterweise. Und wo die Körner ganz gut sind, die müsste man eigentlich ernten und ansehen. Das scheinen ja dann Trockenheitskünstler zu sein. Aber die fangen jetzt an zu füllen. Also das sieht jetzt hier gut aus. Was heißt gut? Aber ja, was soll hier gut sein? Was soll hier dran gut sein? Wichtig ist, dass die Pflanzen noch aktiv sind. Wenn die Ähre noch mal grün ist, dann sind sie noch aktiv. Und die sind jetzt auch in der Kornfüllungsphase. Wichtig ist, wir brauchen wenigstens hier auf den Sandkoppen so 3-4 Tonnen. Die müssen wir haben. Wenn wir hier nur 1-2 Tonnen haben, dann zieht uns das den Schnitt so dermaßen runter. Gar nicht gut. Gar nicht gut, gar nicht gut, gar nicht gut. Und die andere Frage ist auch, wie kann ich mit sowas hier Qualitäten erzeugen? Ich muss dieses Jahr mir das explizit angucken. Eventuell ist es eine Alternative, diese Sandstellen rauszudreschen, das als Futter zu vermarkten und mit dem Rest zu versuchen, Qualitätsweizen, Brotweizen oder ähnliches zu schaffen. Irgendwie die Wertschöpfung erhöhen, ne? Weil wenn er alles unterm Tisch abdrischt, wird es auf Garantie nur Brotqualität sein, weil was sollen diese Körner auf diesem Standort für gute Eigenschaften haben, ne? Ich habe das auch letztens noch mal auf Instagram gepostet, die Niederschlagsmengen, die wir hatten, könnt ihr bei ProPlanter einsehen für eure Standorte. Wir hatten bis zu dem Zeitpunkt, glaube ich, im Mai 10 mm und im Juni waren es 8, bevor der Regen kam. Also wir hatten so ziemlich 6-7 Wochen keinen Regen. Und das ist natürlich auf unseren Böden Todesstoß. Ich muss mal sehen, wie ich hier weiterverfahre. Ich muss ja zunächst ein Jahr Brache anlegen. Und ich habe auch schon überlegt, vielleicht die extremen Sandstandorte 2-3 Jahre Kleegras zu machen. Ständig permanent mulchen. Also man darf ja jetzt auch aktiv begrünen. Die Regel wurde ja nochmal geändert. Und dann mulchen und sozusagen Humus aufzubauen. Und in den 2-3 Jahren vielleicht 1% zu schaffen. Und dann sieht die Welt hier vielleicht auch anders aus. Weil wir gucken uns mal auf der anderen Straßenseite. Das andere habe ich ja nur viele Jahre und da hatte ich auch Ackergras. Da ist der Humusgehalt auch höher. Also hier sind wir bei 2%, auf der anderen Seite bei 3,5% ungefähr. Der Boden ist auch Mühe besser, gebe ich dazu. Der Boden ist besser. Der richtig krasse Effekt wird erst hinten auf der Sandkuppe. Also das wird
Zum Dreschen können wir uns das explizit angucken, müssen wir wirklich, glaube ich, auch Tigerdrill gegen Direktsaat, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Direktsaat so weit durchgehalten hat, dass die Ähren vernünftig rauskamen und jetzt noch grün sind. Wir gucken uns, ich zeige euch mal die Stelle. So, guckt mal. Und zwar, hier ist Direktsaat. Gut, das ist jetzt eine andere Sorte, aber der Boden ist vergleichbar mit auf der anderen Straßenseite. Das heißt, in diesen extrem trockenen Jahren sind die Erträge gleich schlecht ungefähr auf diesen Kuppen. Man kennt ja ungefähr so seine Flächen und weiß, an welchen Stellen man gucken muss, um Vergleichsergebnisse zu sehen. Es kann natürlich auch Einbildung sein, weil das vielleicht ein bisschen zentrierter hier steht. Aber hier habe ich das Gefühl, dass hier auch einfach die Ähre bis zum Ende geschoben wurde. Klar, hier unten sind auch welche drin, aber ich habe das Gefühl, der Anteil an vernünftigen Ähren, die noch vorhanden sind, ist hier besser. Aber Leute, das sehen wir zur Ernte. Das müssen wir dreschen und dann sehen wir, ob das einen Unterschied macht oder nicht. Verrückterweise sind die Ähren ja gar nicht so klein, wie man sieht. Die Sorte ist hier. Boah, das müsste Charakter sein. Aber wir haben hier tatsächlich auch 3 Körner. So, ja. Ja, die sehen gar nicht so schlecht aus jetzt hier. Sehen gar nicht so schlecht aus. Kann man, vielleicht habe ich noch Hoffnung, vielleicht wird es ja doch noch ein Jahr, wo man sagt, oh, das ist aber überraschend. Man hat immer die Hoffnung, dass man am Ende sagt, oh, das ist aber eine Überraschung, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Jedes Jahr. Und wenn man dann doch die traurige Wahrheit drischt und es sind, nee, ist doch so schlecht wie erwartet, ja, dann ist es nicht so toll. Aber alles in allem würde ich trotzdem sagen, die Bestände sind dieses Jahr besser als letztes Jahr. Obwohl wir nicht die krassen Brandstellen hatten, ist da, wo der Bestand vernünftig ist, steht der 1A. Und das gucken wir uns jetzt mal auf der anderen Seite an. Da ist die Direktsaat, da ist der Boden müh besser. Und wenn er über diesen Punkt rüberkommt, wo diese Trockenheit sozusagen aufhört und man kommt wieder Regen, so weit muss er es schaffen, dann sieht es Bombe aus. So, guckt mal, jetzt sind wir in diesem Direktsaatweizen. Die Sorte ist Atelier. Und der hat es halt so weit geschafft, um über diese Trockenheit hinweg zu bekommen. Der hat sich grün gehalten, klar. In den unteren Blattschichten oder auch hier sieht es natürlich nicht so rosig aus. Da ist viel weg. Auch hier ist teilweise ein Farnblatt weg. Teilweise ist das Farnblatt aber noch da. Also alles im Allen sieht er aber deutlich besser aus. Und der kann jetzt diese kühle, feuchte Witterung nutzen. Viele fragen sich jetzt auch, wie viel Wasser braucht er denn so am Tag? Es ist ja so, dass der Weizenbestand maximal in guten Tagen 10 bis 20 Gramm Trockenmasse pro Quadratmeter bilden kann. Das heißt, wenn wir 10 Tonnen ernten wollen, dann brauchen wir eine Kornfüllungsphase, muss er ja irgendwo 850 Gramm pro Quadratmeter Trockenmasse bilden. Da braucht er ungefähr so 50 Tage extrem wüchsiges Wetter. Das heißt, warm, Sonne für wirklich gute Photosyntheseleistung. Und dann schafft er das. Und dieser Bestand, also man kann sagen, man braucht ungefähr für 1 Gramm Trockenmasse 0,4 Liter pro Quadratmeter. Das heißt, wenn wir an guten, wüchsigen Tagen 10 bis 20 Gramm bilden, dann brauchen wir 4 bis 8 Liter pro Tag. Ist das korrekt? Ja, 4 bis 8 an den besten Tagen. Im Durchschnitt könnt ihr so sagen 4 bis 6 Liter am Tag, die der Bestand braucht. Also jetzt bekommt man, sagen wir mal, 24, 25 mm Niederschlag, dann würde das für 4 Tage extrem wüchsiges Wetter reichen. Und dann hätten wir ungefähr 1 Tonne Ertragszuwachs. So Pi mal Daumen kann man das so sagen. Also 1 Tonne Ertragszuwachs pro Hektar. Also wie gesagt, dieser Bestand sieht komplett anders aus. Und ja, vor ein paar Jahren, wenn mir einer gesagt hätte, du pass auf, hier Direktsaatbestand, der kann so gut aussehen, hätte ich gedacht, nee, Direktsaatbestände sehen viel ruppiger aus, viel inhomogener. Direktsaat funktioniert nicht, hätte ich auch vor ein paar Jahren gesagt. Aber ich muss euch ehrlich sagen, wenn ich mir das hier angucke, glaube ich auch, kann man guten Gewissens, egal wie wir ernten, kann man sagen, Direktsaat funktioniert. Weil ich gehe davon aus, um ehrlich zu sein, dass dieser Weizen mein bester sein wird. Das ist nicht der beste Boden, auf dem er steht, aber man muss sagen, der Weizen, der auf dem besten Boden steht, im Vergleich
der kam nach den Sonnenblumen rein und hat halt diese 4 Wochen Verzögerung und wird 1 Tonne weniger allein dadurch bei uns in der Region ernten. Wenn der dann mehr erntet als dieser hier, dann kann man schon sagen, okay, Direktsaat wird noch ein bisschen nachhängen, aber das ist hier schon relativ repräsentativ, weil hier so viele Jahre keine wendende Bodenbearbeitung war. Hier war Ackergras, einen guten Humusgehalt aufgebaut. Und das Verrückte ist ja auch, wenn man jetzt unten in den Bestand guckt, das ist halt picobello sauber. Das ist alles Reststroh ist abgebaut. Das sieht man nicht mehr. Und das ist, also es ist wirklich krass begeisternd, wenn man die Natur in Ruhe lässt, was sie kann, Alter. Das ist unfassbar. Unfassbar. Also, nach wie vor bin ich angetan und gucke, wie ich das in Zukunft auch besser gelöst habe. Jetzt ist das Farnblatt auch ein bisschen krank geworden. Aber die sind nicht aktiv, die Pusteln hier oben drauf. Ich glaube, durch die lange Trockenheit wahrscheinlich war so eine Infektion da und die sind jetzt auch sicherlich wieder weggegangen. Die meisten Farnblätter nichtsdestotrotz sind aber trotzdem gesund, wenn man so rauf guckt. Ja, ein bisschen kann auch immer Hitzestress sein. Gerade eine Zeit, wo noch Wasser war und viel Sonne, ist es auch schon mal so, dass sie so eine gelben Flecken bekommen. Das ist so ein bisschen wie Sonnenbrand. Ja, hier gerade in den unteren Etagen, ne, Leute. Also wenn das noch grün gewesen wäre, dann hätten wir wirklich 10 Tonnen geerntet. Aber so, ich denke, man kann ja hier maximal 8 Tonnen ausspucken. Aber dann muss wirklich auch jetzt hier viel gut laufen. Und dann haben wir auch viel gekonnt. Also dann haben wir den auch wirklich gut hingestellt. Und man muss auch sagen, hier war es jetzt eine Fungizidbehandlung nur auf den Großteil des Weizens komplett ohne Fungizid. Einmal Wachstumsregler, einmal Herbizid, also wirklich auch pflanzenschutzarm. Und hier lag es aber auch an der Sorte, dass wir behandeln mussten. Also überall, wo der Atelier war, mussten wir tatsächlich Fungizidmaßnahmen machen. Da hatten wir dann Mehltau-Probleme. Ja, gut, Leute. Das war es erstmal für diese Folge oder in dieser Folge. Und bleibt spannend auf jeden Fall. Ich freue mich schon ein bisschen auf die Ernte. Und der Regen hat jetzt auch ein bisschen bei mir wieder für Entspannung gesorgt. Man war vorher doch schon sehr, sehr angespannt. Und man gedacht hat, oh Gott, wenn das jetzt einfach so bleibt, das wird ja furchtbar. Aber alles in allem sieht es sehr gut aus. Die Bestände stehen gut da. Haben noch eine schöne Färbung. Sind noch gut mit Stickstoff versorgt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, Leute. Bis dann. Ciao, ciao.